Unser Asylsystem basiert im Wesentlichen auf Abschreckung. Es ist ideologisch. Es soll Menschen abschrecken. Es soll für Flüchtlinge möglichst schwierig sein, die Außengrenzen zu überwinden, damit eben weniger kommen und damit weniger überhaupt erst den Versuch wagen. Und die gleiche Ideologie setzt sich auch im Inland fort. Man hat die Bedingungen für Flüchtlinge sukzessive verschlechtert, dass man eben den Menschen, die nach Deutschland fliehen wollen, signalisiert, kommt besser nicht hierher, hier ist es nicht so toll für euch, bleibt wo ihr seid. Dann hat die Bundesrepublik durch verschiedene politische Manöver verschiedene Instrumente eingebaut in der gesamten Flüchtlingspolitik, die immer wieder das Leben so schwer gemacht haben, damit die Leute nicht hierher kommen. Das war die Idee. Aber das ist gescheitert, weil die Menschen kommen, egal was sie von ihren Landsleuten hören später, die kommen trotzdem hierher und die wissen auch, dass für sie gibt es keine andere Wahl, als hierher zu kommen. Dass es in Deutschland zu viele Ausländer gibt, meinen nach einer Forsa-Umfrage insgesamt 11% aller Bundesbürger. Dieser Auffassung sind 16% der Ost- und 10% der Westdeutschen. Ein scheinbar geringer Teil. Dennoch gehen tausende Wutbürger, beispielsweise Pegida-Anhänger, auf den Straßen Deutschlands demonstrieren. Es gibt unzählige fremdenfeindliche Posts auf Facebook, Twitter und anderen sozialen Netzwerken. Beschämende Bilder wie die aus Heidenau verwundern uns schon lange nicht mehr. Vorurteile gehören zu unserem Alltag. Sie beeinflussen auch die Politik. Migranten werden in zweierlei Schubladen verstaut. In der einen befinden sich die guten, meist aus christlich-westlichen Ländern, in der anderen stecken die schlechten Zuwanderer, überwiegend Muslime aus armen Ländern. ولكن معنويا تعبان كثير يعني مثل واحد محكوم النظام اللي عنا تحت كثير يعني مصعب علينا ومسوي ضغط يعني ما في حدا مأمن على حاله وحياتي المادية يعني اللي عم نشتغله يعني يا دوب يكفي أكل وشرب بس كان الحمد لله يعني ماشي الحال بس كنا عم نتعب كثير ووضع السوري دائما انه نحن مضطهدين من الحكومة يعني الزلمة اللي في حاله وكذا يعني ممكن بأي غلطة بسيطة يعني يتبهدل فلذلك ما في أمان. Das ist ein Krieg, da wird ständig von allen Seiten bombardiert und das möchte ich jetzt auch hier betonen. Es ist nicht nur die eine Seite, die böse ist, die syrische Regierung, sondern alle. Die alle machen nichts anderes als führen einen Krieg. Heute die westliche Allianz unterstützt eine Gruppe, die morgen sie dann als Islamisten und Terroristen abstempeln und dann übermorgen sind sie wieder gut und danach sind sie wieder böse und dann ist die syrische Regierung, alle machen das, dieser Krieg führen und wer stirbt, wer leidet darunter, sind die einfachen Menschen. Die politische Lage war schon immer prekär, aber es herrschte eine gewisse Stabilität, bis der arabische Frühling im März 2011 auch Syrien erreichte. Doch statt der erhofften Demokratie herrscht heute ein gewaltvoller Krieg. Das Land steht unter ständigem Beschuss verschiedener verfeindeter Gruppen. أصعب شيء بالحرب إنه انكمشت واتهموني إنه أنا من الشبيحة كمشوني 4 أيام واللي كمشوني يعني من الناس اللي ضربوا سمعة الثورة انكمشت بين ايديهم وحكموا علي بالإعدام وقبل ما يتنفذ حكم الإعدام ب6 ساعات مثلا اجوا جماعة المسؤولين عن الهيئات الشرعية في سوريا شافوني وبيعرفوني وبيعرفوا انه انا معارض مالي مؤيد فلذلك استغربوا من وجودي وطلعوا ولكن اخر يوم لما جاني حكم الإعدام لبين ما طلعت يعني بني آدم بيكون محطوط بموقف صعب شوي إنه بيعرف حاله بعد 7-8 ساعات بيرجع راسه
وخاصة هو بريء. يعني هذا من أصعب الأمور اللي واجهتني في سوريا. Woher kommen die ganzen Flüchtlinge? Es sind ja nicht nur Syrer, die fliehen. Wer riskiert noch den beschwerlichen Weg in den guten Westen? Hilfesuchend treiben sie in die Hände der Länder, die ihre Heimat womöglich in die Misere gebracht haben. So viele Menschen aus ganzen Afrika, West- und Nordafrika und Ostafrika kommen hierher. Warum kommen sie, obwohl sie wissen, dass so viele Menschen auch im Mittelmeer sterben, also einfach ertrinken? Trotzdem kommen sie her. Das heißt, wenn sie keine andere Wahl haben, dann versuchen sie die Möglichkeiten wahrzunehmen, die es überhaupt gibt. Und das ist auch, sehen Sie jetzt bei Menschen aus Syrien, Menschen aus Afghanistan, Menschen aus dem gesamten Mittelmeerraum. Da ist Krieg, da wurde also komplett Landschaften zerstört durch Bombardierung etc. etc. Und dann können wir von diesen Menschen nicht erwarten, die durch ein paar Abschreckungsmaßnahmen in der Bundesrepublik, dass sie in ihrem Heimat bleiben, weil für die dort zu bleiben ist vielleicht auch tot. Daher, na gut, ich versuche, mich und meine Familie zu retten. Und deswegen kommen sie her. Die westliche Allianz hat Libyen bombardiert, aber haben gar nicht darüber nachgedacht, was das für eine Konsequenz haben könnte, dass Hunderte, Tausende von Menschen einfach hin und her fliegen, ja, von Bomben, von Zerstörung, dass sie gar nicht da bleiben können. Libyen war ein Land, wo Tausende und Abertausende von Menschen gearbeitet haben aus ganzen Afrika, West- und Ost- und Nordafrika. Die haben jetzt nichts, alles verloren. Natürlich, die werden fliehen. Ja? Und ein totaler Chaos. Ganzer Irak ist ein Chaos. Also die haben überall Chaos verursacht und Menschen fliehen aus diesen Ländern. Das sehen wir auch. Da sind keine Menschen aus den Ländern, wo kein Krieg stattfindet, sondern überwiegende Mehrheit kommen aus diesen Ländern. None of us or black people decided from Africa to flee. Our country is sweet. None of us want to leave his homeland to go to another country. بقدرنا ضيعت العيلة، عيلتي مرتي وولادي ضيعتهم، ولهون البوليس التركي حسنت أهرب منه. ضيعتهم شي 7 ساعات لحتى جيت الساعة 5 الصبح على الحدود الغابات. ضمن الغابات كمان انقطعنا من المي، كمان ضيعتهم 11 ساعة. هي كان أصعب أمر إلي، وضيعتهم بغابة كبيرة واسعة شي حدود 11 ساعة. حتى راحوا هن دخلوا على بلغاري قبلي وعطوا اخبارية للبوليس البلغاري انه في رجالين ضايعين بالغابة وانا كنت عم بدور عليهم. يعني ضيعتهم خلال السفرة مرتين، يعني من الصعوبة جدا، يعني في من بيناتهم طفلين صغار جدا. من اصعب يعني اصعب من اللي صار معي في سوريا. Da wird so getan, als wären Schlepper das einzige Problem, und würde man die Schlepper konsequent bekämpfen, dann wäre auch das Sterben im Mittelmeer wird sich erledigen und den Flüchtlingen würde es blendend gehen. Das ist natürlich eine große Lüge, eine große Nebelkerze, die ablenkt von dem eigentlich politischen Thema, nämlich der Abschottung der europäischen Außengrenzen. Wenn Europa die Grenzen nicht abschotten würde, wenn es für Flüchtlinge legale, sichere Wege nach Europa geben würde, dann wäre kein Flüchtling auf Schlepper angewiesen. Aber dadurch, dass die Grenzen abgeschottet sind, dass es für Flüchtlinge beinahe unmöglich ist, nach Europa zu gelangen, um dort Asyl zu beantragen, brauchen diese Menschen Schlepper. Ich erinnere mich an längst vergangene Zeiten, als Deutschland noch zweigeteilt war und als es etliche Menschen gab, die aus der DDR nach Westdeutschland fliehen wollten. Und die taten das damals oft auch nicht alleine, sondern sie taten es mit der Hilfe von anderen. Damals hießen diese Helfer Fluchthelfer. غريبة بمعنى غريبة يعني، ولكن قصف براميل صواريخ حروب اجتياحات
في عندي مرة وفي عندي ولاد خفتوا علي، نويت أطلع. وفي سوريا صار الوضع يعني اللي بده يضل بيرك في سوريا بده يضطر يقتل، ونحن ما لنا حابين نقتل، فلذلك طلعنا مشان المرأة والولاد. عندي 3 أولاد، مشان دراستهم، مشان هالأمور هاي. وصار في ظلم وتفجير وطيران وصواريخ وكيماوي، لأن في محل ما أنا كنت ساكن بالشيخ مقصود ضربوا كيماوي مرتين. هاي السبب الوحيد اللي خلانا نطلع، إنه هربنا من التفجيرات أو من هالأمور هاي. يعني براميل عم تنزل، ما عم تفرق بين مقاتل وبين مدني، لا بين ولد وبين ختيار، ما عم تفرق. هاي السبب الرئيسي اللي خلانا نطلع. Ich glaube, das grundsätzliche Problem ist heute, dass es für Flüchtlinge, egal aus welchem Land, ob aus Syrien, Eritrea, Somalia, extrem schwierig, gefährlich und leider auch oft tödlich ist, nach Europa zu kommen. Das ist ein Ergebnis der ein direktes Ergebnis der europäischen Politik, der Abschottung der europäischen Außengrenzen. Die zwingt Flüchtlinge geradezu auf gefährliche Reisen, auf gefährliche Routen und kostet praktisch jede Woche Menschenleben. Es muss einen sicheren, gefahrenfreien Weg für Flüchtlinge nach Europa geben. Das ist, glaube ich, die größte und wichtigste Aufgabe, der wir uns stellen sollten. الطريق ما كان سهل. طلعنا على لبنان أول خطوة، بعدين طلعنا على تركيا. من تركيا طبعا طريق نظامي، من تركيا طلعنا تهريب على اليونان عن طريق البحر. من اليونان عاد أكل معنا الطريق شي شهر مشي بدون أي ساعة مهربين أو مشي لحالنا. طبعا نمنا بالغابات، نمنا بالأراضي. طبعا الطريق بيكلف، فالوضع كثير صعب. نحن طلعنا لحالنا بدون ما نضطر ندفع لحدا، لأنه ما في إمكانية نطلع مع المهربين. طلعنا من اليونان على مقدونيا، من مقدونيا على صربيا. من صربيا واجهنا مشكلة بهنغاريا، هي مشكلة كل السوريين يعني اللي جايين على الطريق هذا، إنه البصمة بهنغاريا إجباري. يعني هذا يجبرونا على البصمة بهنغاريا. طبعا هاي المشكلة الوحيدة اللي بقع فيها جميع السوريين، إن كانوا بهنغاريا وبإيطاليا. Flüchtlingspolitik ist von Anfang an, wie die Bundesrepublik gesehen hat, musste man teilen. Einmal Flüchtlingspolitik nach dem Krieg, die Deutschen, die aus anderen Ländern hierher kamen. Das war eine Art von Flüchtlingspolitik. Und dann war die Flüchtlingspolitik die Nicht-Europäerinnen, die hierher kamen. Und da war von Anfang an, die Politik war eine Politik der Restriktion, eine Politik der Abschreckung. Das heißt, einerseits hat die Bundesregierung aufgrund der Erfahrung des Zweiten Weltkrieges gesagt, natürlich, wir müssen Flüchtlinge aufnehmen, aber auf der anderen Seite hat immer wieder eine Art von gesetzlicher Abschreckungsmechanismus auch eingebaut in dem gesamten Flüchtlingsbereich, Flüchtlingspolitik. What I want to, last message to the German people is that so far as Italian is among of the European Union, then they should change our document for us so that we could not only here in Germany, but they should make the document available so that we could or we can go to any European country to find a job. So far as there is no work in Italy. So now what are they doing? What are they doing? They done themselves, the European Union, they know that in Italy there is no work. So what are they doing for us to deliver us so that we can use our document to go to Sweden, Denmark, Norway, or to come here in Germany to work? Why have they tied us like a goats and sheep? We couldn't do anything. Now, before they went to Africa and took us as slaves, but now they have modernized the slavery. I can say that now we are slavery here in Europe because we work in Italy, they are not paying us. We work as the slaves. We work from morning 7 o'clock to the evening 8 o'clock. They are not paying us. Why?
Where are they? Where is the European Union leaders? What are they doing? So we really need their help. So they should do something better so that we also can change to become a human being like them. We are not the criminals and we are not the druggers. Yes. Melilla ist ein spanisches Gebiet, das an der nordafrikanischen Küste liegt. Es ist eine Exklave, die an das Mittelmeer und an Marokko grenzt. Die Stadt Melilla bildet eine Art Landesgrenze zwischen Afrika und Europa. Es ist umrandet von einem 7 Meter hohen, kilometerlangen Zaun aus Stacheldraht. Er ist so scharf, dass viele sich beim Versuch darüber zu klettern tiefe Wunden zuziehen. Viele Afrikaner versuchen über diesen Zaun zu gelangen, um Asyl in Europa zu beantragen. Diese Versuche enden oft tödlich, denn erst auf europäischem Boden darf Asyl beantragt werden. Ich habe dort Flüchtlinge gesprochen bei meiner Recherche, die 20, 30 Mal versucht haben, über diesen Zaun zu klettern und es nicht geschafft haben. Und bis sie es eben schaffen oder bis sie es versuchen, dort drüber zu springen, verstecken sie sich. Und sie verstecken sich auf marokkanischer Seite, also auf den Zaun, der dann Spanien gewissermaßen von Marokko trennt. Und die Flüchtlinge verstecken sich auf marokkanischer Seite in Bergen und Wäldern, die an den Zaun angrenzen. Der Berg heißt Gurugú. Und während sie sich dort verstecken und unter wirklich katastrophalen Bedingungen hausen, also sie müssen den Müll essen, den sie irgendwo in den Städten tagsüber finden, sie schlafen dort im Wald bei zum Teil sehr niedrigen Temperaturen im Winter, unter 0 Grad, bei extremer Hitze im Sommer, also wirklich unter menschenunwürdigen Bedingungen sind sie gezwungen, dort in diesen Wäldern zu überleben. Und die marokkanische Regierung versucht ihnen selbst das noch so elend und so schwierig wie möglich zu machen. Und viele von ihnen mit schwersten Verletzungen, mit Knochenbrüchen, viele sind Krüppel tatsächlich. Und der Grund ist, dass das marokkanische Militär jeden 2., 3. Tag diese Camps aufsucht und jeden, der nicht schnell genug fliehen kann vor den Soldaten, brutal zusammenschlagen. Also das Kalkül ist, wir verletzen sie so schwer, dass sie es nicht schaffen, erneut einen Anlauf auf den Grenzzaun zu nehmen. Und das machen sie natürlich nicht unbedingt aus Eigeninteresse, sondern das machen sie vor allem auch auf Druck der Europäischen Union, die Marokko, der marokkanischen Regierung sagt, ihr müsst diese Grenze abschotten und ihr müsst Migration verhindern. Und Europa weiß all das. Europa weiß, dass marokkanische Soldaten Flüchtlinge halbtot prügeln und foltern und sie zu Krüppeln schlagen. Es gibt darüber Berichte von Human Rights Watch, Ärzte ohne Grenzen und anderen. Es ist alles bekannt. Europa nimmt es aber hin. Europa überweist jedes Jahr Millionen an die marokkanische Regierung für Grenzkontrolle und Migrationskontrolle. Man nimmt es hin, weil es sehr bequem ist und weil es die Flüchtlinge von Europa fernhält. Die Flüchtlinge, die eine schwere und gefährliche Flucht dennoch überleben und es schaffen, in Europa anzukommen, werden mit einem neuen Problem konfrontiert, der Bürokratie. Nun heißt es Amt, Antrag, Warten. Erfolgt die erste Registrierung, beispielsweise in Italien, darf der Geflohene nicht ohne weiteres in einen anderen EU-Staat ziehen. Schlechte Bedingungen sind einfach hinzunehmen. What they do is that even some Italians, if you are walking on the street, they say they are mafias. Even some of them, we worked for them, they didn't pay us. They just took you and said, come and work with me. You work with them, they say maybe they'll give you 30 euro a day. And it's hard work. Not only ordinary works like cleaning or other things. No. We dig holes. We carry their cement, blocks for them to build their house. But at the end of the day, some of them told us, oh, I'm going to call you and give you your money. But they won't call you again. Sometimes I work 2-3 days and I stay house more than 6 months or 1 year. There is no work. Sometimes we even beg before we eat. If you go to Napoli, you see a lot of African people, refugees. They are begging. They are homeless, sleeping on the street. A lot of them are out of their minds because we don't know that this is the situation here in Europe. The situation is over us. It's so it has confused our mind.
So a lot of us don't know what to do now. And a lot of us, if we get opportunity to go to school, I even school, I have an Italian certificate. A1. I speak Italian, but there is no work. I sleep on the street. Die erste Anlaufstelle hier in Berlin liegt in der Turmstraße, das LAGESO, die zentrale Annahmestelle, ZAA, abgekürzt. Ja, dort müssen alle sich erstmal melden und müssen den Asylantrag stellen. So, wenn das passiert ist, werden sie dort aufgenommen, bearbeitet, erfasst, bla bla bla. Und dann kommt halt die Verlegung in die Heime, teilweise auch in andere Bundesländer, andere Städte, weil es gibt diesen Schlüssel, nachdem jedes Bundesland so und so viel Flüchtlinge aufnehmen muss und jede Stadt so und so viel aufnehmen muss. Also kann es auch passieren, dass zum Beispiel ein Teil einer Familie vielleicht schon vor 2 Wochen angekommen ist, kann in Berlin bleiben, ein anderer Teil der Familie muss nach Bayern. Ist alles schon passiert. Ja? Und da kann man auch so eine Familienzusammenführung also jetzt nicht Familienverbund, Vater, Mutter, Kind, das nicht, aber vielleicht Brüder. Kann es passieren, dass sie in verschiedenen Bundesländern landen. Und da kann man leider auch erst eine Familienzusammenführung machen, wenn dann schon Aufenthaltstitel besteht. Was bei den Syrern sehr schnell geht, bei anderen sehr lange dauern kann. Also kann es passieren, dass diejenigen jahrelang voneinander getrennt leben müssen in verschiedenen Bundesländern. So, das nur dazu. Bei der ZAA, bei der zentralen Belegungsstelle, werden sie dann verteilt auf die Häuser. Dann kriegen sie eine Kostenübernahme. Damit kommen sie zu uns und dann werden sie hier aufgenommen. Also auch hier zielt die Flüchtlingspolitik auf Abschreckung. Deshalb halten wir Flüchtlinge in irgendwelchen Massenunterkünften gefangen. Deshalb leben Flüchtlinge nicht in Wohnungen, sondern in Militärbaracken irgendwo im Dschungel von Sachsen-Anhalt. Deshalb gab es lange Zeit und gibt es in Teilen immer noch die Residenzpflicht, die Menschen dazu verpflichtet, nur in ihrem Landkreis zu bleiben. Und hat es inzwischen etwas aufgelockert und es zum Teil erweitert auf Bundesländer. Ich frage mich, warum lässt man sie nicht komplett bleiben? Es ist reine Schikane, es ist reine Abschreckung. Deshalb hat man es Flüchtlingen lange Zeit verboten, zu arbeiten. Bis heute gilt die Vorrangprüfung. Das heißt, Unternehmen müssen erst in einem aufwendigen bürokratischen Verfahren nachweisen, dass sie keinen geeigneten deutschen oder europäischen Bewerber finden konnten, bevor sie einen Flüchtling einstellen wollen. Das alles sind Schikanen, die überhaupt keinen Zweck erfüllen, die nur ein einziges Ziel haben, nämlich Menschen abzuschrecken und Flüchtlinge von Europa und von Deutschland in dem Fall abzuschrecken. Das ist Thema auf politischer Ebene. Also was ich immer als ganz gravierend empfinde, sind die Dublin-III-Verfahren. Also wir haben Bewohner, die über ein sicheres Drittland eingereist sind, teilweise schon seit über einem Jahr hier wohnen. Dann kommt es zum Interview, zur Befragung beim Bundesamt und dann wird festgestellt, aha, derjenige ist ja zum Beispiel über Italien eingereist, hat dort seine Fingerabdrücke schon hinterlassen, Italien ist zuständig. So, und das empfinde ich immer als ganz schlimm. Nicht nur für Einzelpersonen, gerade auch für Familien, wenn die Kinder hier schon zur Schule gehen, in die Kita gehen oder so. Gewalt ist nicht nur, wenn ich jemanden angreife und verletze. Das ist nur eine Art von Gewalt. Aber das andere Art von Gewalt ist auch, zum Beispiel die Flüchtlinge, die hierher kommen, sie müssen immer unter diese sogenannte Asylbewerberleistungsgesetz leben. Das heißt, in der Bundesrepublik, wenn Menschen nicht das Mittel haben, zum Alltag zu bewältigen, dann werden sie finanziell unterstützt vom Staat. Also, und das Ganze macht das Sozialamt. Das heißt, Menschen bekommen Sozialhilfe von Sozialämtern oder bekommen von sogenannten Jobcenter. Aber für die Flüchtlinge gibt es ein neues Gesetz. Das ist nur für die Flüchtlinge. Das nennt man Asylbewerberleistungsgesetz. Und das ist unter dem Niveau der anderen Menschen, die ihr Leben selber nicht ganz bestreiten können. Also viel darunter und das auch viel, viel restriktiver. Zum Beispiel, Sie können nicht einfach zu einem Arzt gehen. Wenn Sie krank sind, müssen Sie erstmal zum Sozialamt gehen, einen Schein holen, dann zum bestimmten Arzt, nicht zum Facharzt und all diese Dinge. Eigentlich für mich auch eine Gewalt darstellt. Und deswegen, wir sollen nicht immer denken, dass die Rechten verüben Gewalttaten, sondern das sind diese
Rassismus, die eine massive Gewalt darstellt. Es gab im vergangenen Jahr und auch in diesem dramatisch erschreckend viele Angriffe, Anschläge auf Flüchtlingsunterkünfte. Das ist erschütternd und es ist unfassbar, wie Menschen sowas tun können. Wie Menschen, Flüchtlinge, die Schlimmstes erlebt haben, vor, während und auch noch nach der Flucht, wie denen sowas angetan werden kann, dass man dann noch ihre Unterkünfte in Brand setzt. Also diese Lageridee, dass Flüchtlinge alle in einem Lager leben sollen, Flüchtlinge bestimmtes Essen bekommen sollen und nicht selbst versorgen dürfen. Also das heißt, am Anfang war ein bisschen, sage ich mal in der 50er, 60er Jahren, war ein bisschen anders als heute. Aber die Idee war von Anfang an, macht das Leben nicht so leicht. Und das können Sie auch in sogar Bundestagsdebatte von Bundestagsabgeordneten aus der Zeit 60, 70 lesen, dass sie gesagt haben, wir müssen das Leben nicht so einfach machen für Flüchtlinge. Diese Idee ist immer noch da und das spielt eine große Rolle. Die Flüchtlingsheime werden auch so geführt, als ob die so quasi Gefängnisse sind. Quasi Gefängnisse wird geführt und das Einzige, worauf die Politik achtet, ist, dass es dort Sicherheit gibt. Wie den Menschen geht, wie sie ihr Alltag bewältigen sollen, das ist unwichtig. Wichtig ist, dass sie nicht für die deutsche Gesellschaft Gefahr sind. Und deswegen Sicherheit. So weit, dass deren Bewegungen so eingeschränkt wird. Die dürfen nicht so wie sie wollen rausgehen, sie dürfen nicht so wie sie wollen reingehen. Also immer eine Restriktion. Und dadurch entsteht eine Kultur der Gewalt in diesen Heimen. Und das ist ja häufig auch diese Gewalt ausgeübt in den Heimen von Sicherheitsmenschen, die dort für die Sicherheit sorgen sollen, aber nicht machen, sondern die produzieren Gewalt. Und die werden die Flüchtlinge auch, also die sind diejenigen, die auch sehr häufig Flüchtlinge angreifen, aber natürlich, es gibt auch auf der Straße, wenn sie rausgehen, dann werden sie angegriffen. 29.04. Rheinland-Pfalz. Unfertige Flüchtlingsunterkunft angezündet. 6.05. Sachsen. Geplanter Anschlag auf Asylbewerber verhindert. 6.05. Schleswig-Holstein. Vor einer Flüchtlingsunterkunft brennt eine lebensgroße Strohpuppe. 7.05. Niedersachsen. 4 Männer pöbeln gegen Asylbewerber, werfen Steine. 9.05. Berlin. Fremdenfeindliche Attacke auf einen Afrikaner. Er wird am Auge verletzt. 14.05. Sachsen-Anhalt. 5 Männer greifen einen Afrikaner an und verletzen ihn schwer. 14.05. Nordrhein-Westfalen. Neonazi-Partei sucht mit Steckbriefen nach einer Flüchtlingsfamilie im Kirchenasyl. 14.05. Sachsen-Anhalt. Afrikaner werden von Rechtsradikalen beleidigt und geschlagen. 16.05. Brandenburg. Brandanschlag auf Flüchtlingsheim. Polizei nimmt 2 Rechtsextremisten fest. Ich glaube, dass da auch die Medien in der Verantwortung stehen. Lange Zeit haben Journalisten so getan, als wären Flüchtlinge eine Bedrohung, eine Gefahr für Deutschland. Bis heute hat es sich in der Sprache, drückt sich dieser Dünkel in der Sprache aus, wenn ich zum Beispiel von Flüchtlingswellen lese, von Flüchtlingsströmen, vom Ansturm auf die europäischen Grenzen. Das ist eine Metaphorik, die ist Naturkatastrophen entliehen. Da werden Flüchtlinge wie eine Naturkatastrophe dargestellt. Und dann braucht man sich nicht wundern, wenn Politiker entsprechend darauf reagieren und versuchen, Europa gegen diese Naturkatastrophe in Anführungsstrichen zu wappnen. Also gegen Wellen baut man Dämme. Laut BAMF wurden in Deutschland 476.649 Flüchtlingsanträge im Jahr 2015 gestellt. Es wurden 282.726 Entscheidungen über Asylanträge im Jahr 2015 gefällt. Der Anteil an einer Rechtsstellung als Flüchtling liegt bei 48,5%
und der Anteil der Asylerkennung als Asylberechtigter liegt bei 0,7%, also 2029 Menschen. Die Asylbewerber aus Kosovo, Albanien und Serbien erhalten meist eine Ablehnung. Abgelehnt wurden 91.514 Anträge, somit 32,4%. Was bei uns sehr problematisch ist, ist natürlich, wie bestimmt auch in allen anderen Heimen, wenn es zu einer Abschiebung kommt. Also das ist immer ein sehr trauriges Ereignis, weil man auch so hilflos ist. Ne? Also man kennt die Leute, man hat sie hier erlebt und dann bums sind sie weg. Und unter nicht sehr schönen Umständen. Ne? Because if they really want to help the refugees, they would have done it before. Because look at us, even you can see, look at the way we are living here. It's so bad. A lot of us has gone crazy. Dass man sich dann vergegenwärtigt in der aktuellen Debatte, wie es anderen geht, wie es Menschen geht, die aus Syrien fliehen, deren Häuser zerstört wurden, deren Verwandte ermordet wurden, die Schreckliches hinter sich haben, dass man sich dieser Diskrepanz bewusst ist und dass man es dann eigentlich nur als Pflicht und als Aufgabe verstehen kann, sich für diese Menschen einzusetzen. طبعا هون عم نحاول نتعلم لغة بأسرع ما يمكن عشان نكفي دراستنا، نحاول نشتغل، ما نكون عبء كمان على الحكومة الألمانية. والمستقبل إن شاء الله إذا هديت الأوضاع ممكن نرجع، ممكن نضل هون، مو مقررين يعني لهلا. بس احنا بنشكر الشعب الألماني كثير على استضافته لنا. Flüchtlinge sind absoluten Gewinn für Deutschland. Jeder, der nach Deutschland einwandert, ist meiner Ansicht nach zunächst ein Gewinn. Ich freue mich, wenn Deutschland heterogener wird, multikulturell wird. Ich glaube, davon kann jedes Land nur profitieren. Migration als solches ist etwas Positives, etwas höchst Positives. Es macht eine Gesellschaft interessanter, dynamischer, lebendiger. Dass es halt wichtig ist, auf die Leute zuzugehen und sie nicht auszugrenzen. Und muss ich auch dazu sagen, ich bin sowieso ein sehr emotionaler Mensch. Für mich ist die emotionale Ebene immer entscheidend. Man muss den Leuten die Herzen öffnen. Die Hände reichen, Herzen öffnen und dann funktioniert's. Ich würde gerne noch 24 Stunden haben für den Tag, damit ich auch arbeiten kann. Und ich denke nicht, dass ich ein großer Helfer bin, sondern ich denke, das ist meine ganz gewöhnliche Pflicht als Mensch. Deswegen bin ich in der Welt. Ich bekomme auch jeden Tag von Menschen etwas geschenkt. Jeden Tag. Also mein ganzes Leben ist auch ein Geschenk aller anderen Menschen. Ich bin ein sozialer Mensch und deswegen denke ich, ich gebe nur ein bisschen zurück. إنه يعملوا بعضهم نص ما الألمان بيعملونا، وهذا ما هو حكي نفاق، هذا إن شاء الله حكي يعني من المعاملة. طبعا أنا عم بحكي على السوريين اللي إجوا جدد، يعني إنه يتعاملوا مع بعضهم ويعاملوا بعضهم مثل ما الألمان عم بيعاملونا أو نص ما يعاملونا الألمان. وأنا عم بستغرب يعني بصراحة معاملة الألمان إنها جيدة جدا جدا جدا، ونحن بنعامل بعضنا بسوء شوي، والله يصلح الحال. وبتشكر الحكومة الألمانية اللي سوت لنا إياه بس.